Herzogensenf. Die femme fatale der deutschen Politik hat mal wieder zugeschlagen. Vor kurzem zeigte Angela Fratze der Unlust Merkel ihr wahres Gesicht. Das Antlitz des Grauens, um genau zu sein. Anstatt ihres Amtes würdig Diskriminierung und Klopskopfentum zu bekämpfen, entschied Angie am 1. Dezember dieses Jahres, sich ein bisschen mehr CDU-Profil zu verschaffen und ganz im Stoiberschen Sinne Diskriminierung und Klopskopfentum zu fördern. Anstatt wie ein anständiger, nicht gänzlich bekloppter Mensch die vollständige Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften als Selbstverständlichkeit ad acta zu legen und sich damit als wahrhaft würdevoll zu erweisen, empfahl die Gewinnerin des invertierten Lächelns 92 ihrer Partei, die steuerliche Gleichstellung abzulehnen. Da es für derlei Handeln natürlich keinerlei real vertretbare Begründung gibt, griff Tante Angela ganz tief in die Niveaukiste, um den untersten Bodensatz selbiger als Erklärung hervorzukratzen. Zitat: Ich persönlich möchte die steuerliche Privilegierung der Ehe beim Splitting-Tarif erhalten, weil unser Grundgesetz die Ehe in unmittelbarem Zusammenhang mit der Familie sieht und beide unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt. Klingt verblüffend dämlich, ist es auch. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine bedeutungsleere Worthülse, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als eine Beleidigung gleich mehrerer Bevölkerungsgruppen, die ihresgleichen sucht. Und der Spendenskandalbirne Erbin schämt sich nicht einmal, es laut auszusprechen. Zum einen ist das zwanghafte Verknüpfen von Ehe und Familie an sich schon eine lachhaft dusselige Idee, da nicht jede Ehe zwangsläufig ein Kind hervorbringt. Und man genau deswegen ja beide Begriffe getrennt im Grundgesetz erwähnt, was man sich ersparen könnte, wenn sie synonym wären. Zum anderen degradiert es die Ehe zur reinen Gebärmaschine, in der der eigentliche Grund für die Ehe, nämlich die Liebe zweier Menschen, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Mal ganz ab von der Tatsache, dass Kinder nicht durch Ehe entstehen, sondern durch das gelegentliche Ineinanderstecken von Genitalien, was auch ohne Ehe physikalisch möglich ist, habe ich bei Galileo gesehen. Diesen gequirlten Mist dann als Begründung zu verwenden, warum man homosexuelle Lebenspartnerschaften nicht gleichstellen sollte, verkündet in blumigstem Beamtendeutsch die Annahme, Schwule und Lesben würden nie eine Familie gründen. Unter keinen Umständen. Niemals. Nie, 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 nie. Keine. Nada. Silch. Das Konzept der Adoption ist Schmollum bei allem Eifer wohl zusammen mit der Erkenntnis, dass ohne Gleichstellung auch nicht mehr Kinder geboren werden, unten aus dem Hosenanzug gekullert. Dass homosexuelle Paare zusammen keine Kinder auf biologischem Wege bekommen können, ist keine tiefere Erkenntnis, aus der sich das Vorenthalten von Rechten ableiten ließe, sondern eine humanphysiologische Tatsache, genauso wie unfruchtbare Heteros keine Kinder auf üblichem Wege bekommen können. Will unsere Kanzleröse denen etwa auch die Ehe absprechen? Hört man demnächst den Satz, tut mir leid, Sie sind körperlich unzureichend, um die mit der Ehe einhergehenden Steuerrichtlinien genießen zu dürfen. Macht nix, oder? Wir hätten da noch so eine eingetragene Lebenspartnerschaft für minderwertige Bürger. Könnte ich Sie vielleicht dafür interessieren? Ich würde den Aufschrei, der da durch den Volkskörper eilte, nur zu gerne hören. Wird man aber nicht. Denn schließlich könnte man sich ja der mannigfaltigen Möglichkeiten der modernen Medizin bedienen oder eins der vielen von Heteros zurückgelassenen Kinder adoptieren. Dass Schwule und Lesben das natürlich auch können, wird auch hier gerne mal unter den idiotieverdreckten Teppich des Schweigens gekehrt. Aber mit uns Schwuchteln kann man's ja machen. Wir sind ja nur so ein Haufen perverser, promiskuitiver Autobahnraststätten-Gelegenheitsvögler, die AIDS in die Landschaft sehen wie der Bauer den Gemhais. Nicht wahr? Das ist es doch, was die CDU-CSU wirklich denkt. Vorurteile, geboren aus Unwissen und verblödeten Annahmen. Annahmen wie: Schwul zu sein ist eine willentliche Entscheidung. Klar. Wir suchen uns aus, von allen gedisst zu werden. What the fuck? Homosexualität ist eine Krankheit. Psst, ist es nicht. Das nennt sich Verhaltensdiversität und ist völlig normal für eine Primatenpopulation. Die Bibel schmäht Homosexualität, also muss sie schlecht sein. Die Bibel schmäht auch Langusten und die sind auf Politikerempfängen nur gerade sehr beliebt. Wenn Schwule Kinder aufziehen, dann werden die auch schwul. Und wenn ein kaukasisches Kind bei einer afroamerikanischen Familie aufwächst, wird das schwarz? Das möchte ich sehen. Homos vergreifen sich an Kindern, wenn man sie nur lässt. Ja klar, weil wir ja geil auf alles sind, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Hallo, Homo, das hat eine Bedeutung, merkst du selber, ne? Und ähnlich haltlose Versuche, einen Teil der Bevölkerung zu dämonisieren, um seine eigene Abneigung zu rechtfertigen, die eigentlich immer auf eins zurückgeht. Also ich finde das eklig irgendwie. Nicht wahr, Madame Non? Kannst du ja auch gern, liebe Angie.
Aber nur weil du und deine Christenklicke ein irgendwie suboptimales Verhältnis zur Diversität menschlicher Sexualität haben, musst du anderen ja nicht gleich mit Anlauf ins Gesicht kacken. Wenn du nicht in der Lage bist, die Größe zu finden, Menschen, die anders sind als du, die gleichen Rechte zu gewähren wie deinesgleichen, solltest du vielleicht Platz machen für andere, die das können. Oder dich in Uganda bewerben. Mit derart mittelalterlichen Attitüden aufzutreten, nur um deinem christlich-fundamentalistischen Kern gefällig zu sein, sorgt zumindest nicht gerade dafür, deine Wiederwahlchancen beim Rest zu erhöhen. Oder glaubst du tatsächlich, 15-20% der Wählerschaft als Bürger zweiter Klasse zu titulieren, hilft da? Kleiner Tipp. Hilft nicht. Da hilft es auch nicht, jede unliebsame Entscheidung auf das Bundesverfassungsgericht abzuschieben, nur um dir ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, bei der christlich-debilen Union als markig dazustehen. Dann können wir ja gleich die Richter regieren lassen. Wäre in diesem Falle vielleicht sogar besser. Und effizienter. Und nervenschonender. Ich hätte nur auch gern ein Stück von dem Kuchen, den du und dein Sauerpott sich seit fast 14 Jahren in die gierigen Münder stopfen. Fang an zu backen. Weihnachten gibt's Fisch. Herzogensenf.